Lichtbälle. Das hört sich erstmal ziemlich ungefährlich an. Aber was, wenn diese Lichtbälle nicht nur Kriegsschiffe verfolgen, sondern auch Lichtstrahlen auf Menschen abschießen, ihnen Anweisungen erteilen und dabei handfeste Gehirnschäden verursachen? Außerdem, es gibt tausende neue UFO-Akten. Aus den USA, aus Kanada und auch aus Russland sind sensationelle militärische Nahbegegnungen mit UFOs bekannt geworden. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das trotzdem wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit langfristig zurollt. Und es ist unglaublich, was sich in den letzten Wochen und Monaten in diesem Bereich getan hat. Man könnte glauben, der Krieg überschattet alles, aber nein, es gibt auf der anderen Seite bei den UFOs unglaublich viele wahnsinnig aufregende Neuigkeiten, über die ich jetzt wieder reden darf mit meinem wunderbaren Kollegen und Außerirdischen in Menschengestalt, Dirk Pohlmann. Ja, ich habe es gerade geschafft, mich mit einem Orb beim Rasieren zu verletzen. Das ist auch das Einzige, was jetzt ganz besonders ist. Nein, ich freue mich auch darüber. Diese ganze Kriegsthematik ist furchtbar, mit der wir konstant jetzt zu tun haben. Und es ist wirklich so, dass sich hier eine Menge tut und es wird eine Tour de force. Wir werden nicht so viel reden diesmal, sondern mehr Ausschnitte zeigen und von einem Thema zum anderen Doch, wir haben eine ganze Menge zu bereden. Unser Skript allein hat 15 Seiten und da sind die Transkripte der Interviews, die wir noch mit zeigen werden, noch gar nicht mit dabei. Wir reden ja unter anderem mit einem Mann, der dafür verantwortlich ist, dass in allernächster Zeit vor dem brasilianischen Bundessenat eine Sondersitzung stattfinden wird zum Thema UFOs. Die brasilianische Politik ist jetzt auch auf den Hund gekommen und sagt, wir müssen dieses Thema wirklich mal transparenter behandeln. Was können wir uns von dieser Sitzung erwarten? Darüber werden wir reden. Und wir werden außerdem reden mit einem Wissenschaftler, der handfeste wissenschaftliche Anomalien in Gehirnen von Menschen gemessen hat, die von Energiestrahlen getroffen wurden auf der Skinwalker Ranch. Und wir gehen diesem ganzen Thema der Lichtbälle, dazu habe ich sehr viel recherchiert, in einer sehr, sehr breiten Weise auf den Grund. Aber zunächst einmal kommen wir zu diesem Fall, der gerade in der amerikanischen Mainstream-Presse die Runde macht. Die Rede ist von diesen Lichtball, von diesen Lichtbällen, die ein US-Kriegsschiff verfolgt haben, und zwar erst Ende 2021. Die New York Post hat darüber berichtet und auch andere große Medien in den USA haben darüber berichtet, dass die US-Marine wieder einmal mit Lichtbällen und mit UFOs konfrontiert war. Was steckt dahinter? Dazu habe ich reden können mit dem Urheber dieser Information, der einen Zeugen aufgetan hat aus von der US Marine Corps, also von der US-Marine. Und er erklärt mir genau, um was es da geht. Es ist Dave Beatty, ein Dokumentarfilmer aus den USA. Bitteschön. Wie haben Sie von dem Vorfall erfahren? Ich habe in den letzten 3 oder 4 Jahren einige Nachforschungen angestellt und bin sozusagen in der Community unterwegs gewesen und die Leute kennen meinen Namen. Und da wurde ich von einem pensionierten Offizier des United States Marine Corps kontaktiert. Er hat mich gefragt, ob ich von diesem Fall weiß. Er erklärte mir, dass er einen Schiffskameraden kennt, einen ehemaligen Kollegen, der auf diesem Schiff namens Kearsarge unterwegs war, einem Marineschiff, das im Atlantik vor der Ostküste der Vereinigten Staaten im Einsatz war. Und er sagte, dass dieses Schiff eine Begegnung mit diesen anomalen oder unbekannten Flugobjekten hatte. Davon hatte ich noch nie gehört und so habe ich zum ersten Mal davon erfahren. Ich verstehe. Das ist ein relativ neuer Fall. Wie wurde das entdeckt? Wer hat das gesehen? Was ist passiert?
Dem Offizier zufolge gab es offenbar ein Fahrzeug, das auf dem Deck des Schiffes geparkt war. Das hat ein Flugdeck. Das Marine Corps hat sogenannte Almades-Fahrzeuge, ein geländegängiges Fahrzeug mit 4 Rädern, auf dem ein Radar montiert ist. Die Marines waren in dieser Nacht mit diesem Fahrzeug auf dem Deck und da sahen sie auf einmal leuchtende Objekte. Den Berichten zufolge waren sie etwa so groß wie ein Auto. Und diese Objekte folgten dem Schiff in einer Entfernung von etwa 800 Metern und in einer Höhe von etwa 60 Metern. Sie fingen also an, diese Flugobjekte zu beobachten und hielten das zunächst für einen Bestandteil des Trainings, weil sie ja in diesem Gebiet zum Training unterwegs waren. Also dachten sie sich, wir könnten unseren Almades-Truck benutzen, um zu sehen, ob sie diese Luftziele identifizieren könnten. Und sie sagten, dass sie die Objekte nicht auf dem Radar verfolgen konnten. Die tauchten nicht auf dem Radar auf, obwohl die Objekte ziemlich nahe waren. Sie versuchten es auch mit einer Wärmebildoptik, wie ein Infrarot-Zielfernrohr funktioniert, sozusagen ein Nachtsichtgerät. Und auch damit bekamen sie kein Bild. Aber mit ihren Augen konnten sie beide Objekte genau sehen und sie konnten es auch mit der Kamera aufnehmen. Also begannen sie ein Video von den Objekten zu drehen und man sagte mir, dass sie dieses aufgenommene Video an ihre Vorgesetzten weitergeleitet hätten. Und kurz darauf fragten sie auch nach, ob das vielleicht eine Drohne war, die von der Navy oder den Marines zu Übungszwecken ausgesandt worden sei, weil sie diese Objekte nicht beeinflussen könnten. Und sie konnten sie ja auch nicht auf dem Radar empfangen und so. Aber ich habe gehört, dass das Kommando gesagt hat, dass die Objekte weder von der Marine noch vom Marine Corps geschickt wurden. Sie sind also bis heute unbekannte Flugobjekte, die dieses Kriegsschiff verfolgt haben. Und was macht diese Sichtung so seltsam? Naja, ich meine, die Tatsache, dass da etwas ist, von dem wir annehmen, dass es ein Flugzeug oder eine Art von Fluggerät ist, das leuchtet, das die Marinesoldaten auf dem Deck des Schiffes mit ihren eigenen Augen sehen können und das den Berichten zufolge auch hin und her manövriert. Es waren ja 2 von ihnen, die ihre Positionen ausgetauscht haben. Das linke Objekt hat sich immer so bewegt und wechselte die Position. Das war ziemlich ungewöhnlich. Und die Tatsache, dass es sich nicht um Objekte handelte, die von der Marine geschickt wurden, das war einfach ungewöhnlich. Soweit ich weiß, haben die Objekte keine außergewöhnlichen Flugeigenschaften aufgezeigt, obwohl sie ziemlich langsam flogen, denn das Marineschiff war wahrscheinlich mit 20 Knoten unterwegs. Und diese Objekte folgten dem Schiff quasi im Gleichtakt. Und ich glaube, dass das ein paar Tage lang so weiterging. Der Offizier des Marine Corps sagte auch, dass sie im Januar 2022 erneut in dieses Gebiet gefahren sind und dort schon wieder ein ziemlich ähnliches Objekt beobachtet haben. Aber da war es nur ein Objekt und nicht 2. Und wo hat das stattgefunden? Also das Marine Corps trainiert vor der Küste von North Carolina in der Gegend von Virginia. Dort befinden sich diese Marine-Operationsgebiete. Wie Sie hier auf der Karte sehen können, sind die in eine Raster eingeteilt, in denen die Marine operieren kann. Sie können Flugzeuge einfliegen und sind oft für andere zivile Verkehrsflugzeuge und Seeleute gesperrt, während sie sich dort mit ihren Operationen aufhalten. Höchstwahrscheinlich fand der Vorfall also irgendwo im Operationsgebiet der Marine statt, das dort in der Mitte dieses blauen Bereichs ist, das Cherry Point-Gebiet. Wir wissen noch nicht genau, wo das ist. Ich habe bei der Navy und bei den Marines eine Anfrage nach dem US-Informationsfreiheitsgesetz gestellt und hoffe, dass ich ein paar Antworten bekomme. I see. So, Ich verstehe. Wurde das jemals von den Offizieren, die es gesehen haben, an die US-Marine gemeldet?
Ja, genau so ist es. Mir wurde gesagt, dass sie, weil diese leuchtenden Objekte ja eine mögliche Bedrohung für das Kriegsschiff der Marine waren und das nicht identifiziert werden konnte, dass sie einen Bericht an die sogenannte UAP Task Force geschickt haben. Das Verteidigungsministerium der USA bittet ja das Militärpersonal, Berichte über unidentifizierte Luftphänomene einzureichen. Da gibt es jetzt einen Meldemechanismus und mir wurde gesagt, dass die Marines in diesem Fall einen Bericht eingereicht haben. Und dazu gehört auch das erwähnte Video. Sie haben auch erwähnt, dass diese mutmaßlichen Lichtkugeln mit der Kamera gefilmt wurden. Glauben Sie, dass diese Videos jemals an die Öffentlichkeit kommen? Das ist schwer zu sagen. Soweit ich weiß, sind alle UAP-Berichte, die vom Militär kommen, von Anfang an geheim. Wenn es also keine Freigabe dieser Berichte und Vorfälle gibt, dann bin ich ziemlich sicher, dass auch das Video selbst als geheim eingestuft wird, so dass es für die Informationsfreiheitsgesetzanfrage unerreichbar wäre. Aber der Offizier sagte, dass, obwohl sie diese Objekte aufgenommen haben, dass das Video selbst nicht besonders aussagekräftig ist, weil es eben nur diese beiden Lichter zeigt. Ja, wie so oft, wenn man etwas hell Erleuchtetes am dunklen Himmel filmt, oder? Stehen Sie eigentlich noch im Kontakt mit diesen Beamten, die Sie kontaktiert haben? Glauben Sie, dass Sie da noch weitere Informationen bekommen werden? Das ist schwer zu sagen. Wissen Sie, dieses Thema ist mit einem großen Stigma behaftet. Und wenn jemand, der im Ruhestand ist, darüber spricht, dann ist das natürlich einfacher. Er sagte mir, dass die Leute auf dem Schiff wohl ziemlich besorgt darüber sind, was es für Auswirkungen hat, wenn sie über UAPs sprechen, wie sich das auf die Karriere auswirkt und so. Und außerdem ist das Schiff im Moment in Übersee im Einsatz, vielleicht irgendwo in der Ostsee. Wir wissen nicht genau, wo die Kearsarge sich gerade befindet, aber die Leute, die im Oktober oder November 2021 auf dem Schiff waren, sind höchstwahrscheinlich jetzt auch dort, auf dem Schiff in Übersee. Und im Moment sind sie nicht erreichbar. Verstehe. Gut. Bitte halten Sie uns über diesen Fall und andere Fälle auf dem Laufenden. Vielen Dank für das Interview, Dave Beatty. Vielen Dank. Ja, also bislang sind davon natürlich nur die Informationen bekannt, die über diesen Whistleblower an Dave Beatty herangetragen worden sind. Und mehr weiß man im Moment noch nicht. Es gibt noch keine Unterlagen dazu und es ist eben auch die Frage, ob das überhaupt noch jemals bekannt wird. Aber dieser Fall passt absolut ins Raster, oder Dirk? Wir hatten 2004 diesen Tic-Tac-Incident vor der Westküste der USA bei Catalina Island, wo die Flugzeugpiloten an die Stelle gerufen worden sind, wo ein Objekt knapp über der Meeresoberfläche geschwebt ist und dann verschwunden ist und die Piloten sollten umdrehen, sich an einem anderen Sammelpunkt wieder einfinden und dann haben sie die Nachricht bekommen, dass sich dort auf einmal das UFO dann zeigt. Also das ist ganz komisch, wie kam das UFO dann von da nach da und woher wusste das UFO oder das UAP, wie man das jetzt nennt, wo die Piloten sich dann treffen sollten. Das alles sehr rätselhaft. Dann gab es diesen 2015 USS Roosevelt Vorfall auch in einem Trainingsgebiet der US-Marine vor der Ostküste. Und das ist nun jetzt derselbe Ort, an dem sich auch das hier zugetragen haben soll. Also es passt doch absolut ins Raster, oder? Ja, der Unterschied ist diesmal, dass wir es nicht mit einem physischen Objekt haben, also weder mit der sozusagen Pille oder dem Tic-Tac. Gimbal ist ja auch hochinteressant oder dem, was da erratisch über die Wasseroberfläche zischte, sondern mit zwei großen Lichtbällen. Aber mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass es immer wieder auffällig ist, dass irgendwie ist die Navy, in diesem Fall sind es ja die Marines, nicht die Navy, also ist ja noch eine eigene Waffengattung, US Marines, also ein Helikopterträger. Aber die Tatsache, dass man sich quasi im gesäuberten Raum auf dem Meer, wo sonst für uns nicht viel los ist, weil wir nur die Oberfläche wahrnehmen, das dort beobachtet wird, macht offenbar diese ganzen Angelegenheiten leichter. Also über Land wüsste man ja immer nicht, ist es ein Hubschrauber oder sonst irgendetwas, gibt es viele Möglichkeiten, was man sich ausdenken könnte. Über Wasser sind diese Sachen sortenrein. Ich glaube, dass das damit zu tun hat.
Ja, interessant an dieser Sichtung finde ich ja vor allem zwei Sachen. Sie haben versucht, es auf dem Radar festzustellen, haben es nicht gekriegt und auch mit der Wärmebildoptik Infrarot, Forward-Looking Infrared, das meint er ja mit FLIR, haben sie es auch nicht gesehen, aber mit bloßem Auge und mit der Kamera konnten sie es aufnehmen, wobei das ist hier auch nur eine Animation, oder eine computergeneriertes Bild, die man wichtig findet. Zu sagen, dass das kein Bild wir wissen nichts und wir werden ja auch noch, es sieht so aus, als wenn die Geheimhaltungsschraube wieder angezogen wird, ne? Man kriegt also die Tatsache, dass wir diese 3 Videos gesehen haben, was ja letztlich über Lou Elizondo kam, hat dazu geführt, dass das ganze Thema hochgekommen ist und es wird jetzt rückwirkend wieder dran geschraubt, dass wir möglichst wenig Originalmaterial zu sehen bekommen. Dazu werden wir auch gleich noch kommen, aber es gibt aber auch viele neue Sachen, die veröffentlicht worden sind, wenn auch nicht aus den USA, aber von da kam jetzt auch viel. Dazu kommen wir gleich. Hier also nochmal diese Illustration, die Dave Beatty selbst gemacht hat auf seiner Website und übrigens alle Links und alle Dokumente zu dem, was wir hier besprechen, findet ihr auf unserer Webseite Exomagazin TV, allerdings nur für Abonnenten unserer Webseite direkt unter dem vollständigen Video dieser vollständigen Version dieser Sendung, denn auf YouTube seht ihr ja nur einen kleinen Ausschnitt von den vielen Sachen, die wir recherchiert haben. Was ich auch noch besonders interessant finde an dieser Bewegung dieser Objekte, hier übrigens dieses Militärübungsgebiet, wo das stattgefunden hat. Was ich ganz besonders interessant finde, ist diese Art, wie die sich bewegt haben. Das ist das, was er Shackleturn nennt hier. Also so etwas ist beim Militär bekannt als ein Positionswechsel von Flugzeugen, die sozusagen ihre Bahnen kreuzen. Der eine, der links war, fliegt dann rechts und das haben die ganze Zeit gemacht, diese Objekte. Also welches natürliches Phänomen soll das gewesen sein? Das ist mir völlig rätselhaft. Ja. Oder? Also man weiß überhaupt nicht, was dahinter stecken soll und es hat auf jeden Fall für große Furore gesorgt. Auch hier American Military News hat diese Sache berichtet. Und ich halte Dave Beatty auf jeden Fall für einen sehr seriösen Forscher. Er hat auch schon den Tic-Tac-Incident als Computeranimation gemacht. Er hat einen Dokumentarfilm dazu gemacht. Den kann man sich auf seinem YouTube-Kanal angucken. Der ist viele 100.000 Mal geklickt worden. Und er ist natürlich tatsächlich im Kontakt mit ganz vielen ehemaligen Militärs und auch Militärs im Amt, die solche Vorfälle beobachtet haben. Also Dave Beatty ist absolut vertrauenswürdig und das sehen die anderen Kollegen hier genauso. Und eine andere Nachricht, die Nachrichten oder die Presse bestimmt hat in den letzten Tagen, vor allem war diese hier, The Sun aus Großbritannien, ein Boulevardblatt, meldet, dass das Pentagon 1500 Seiten geheime Dokumente eines mysteriösen, schattenhaften UFO-Programms freigibt nach einem 4-jährigen Kampf. So steht es hier, ja. Und die Sun, die geriert sich hier sozusagen als ein Kämpfer für die Informationsfreiheit und hat 1500 Seiten geheime Dokumente veröffentlicht, die es vorher noch nie gegeben hat und berichtet also jetzt zum ersten Mal auf einmal hier über biologische Wechselwirkungen, über biologische Effekte von UFO-Sichtungen auf die Zeugen. Zum Beispiel Verbrennungen, Herzprobleme, Schlafstörungen, aber auch so etwas wie eine offenbare Entführung oder eine unerklärliche Schwangerschaft. All diese Sachen seien enthalten in diesen geheimen Papieren. Was steckt dahinter? Dirk, hast du auch The Sun gelesen? Nein, also The Sun ist, kann ich nur sozusagen mit Vorsicht zu genießen, ist Bild-Zeitung auf Koks, würde ich sagen, ja. Also nichts. Aber was sie gehen auf diese Themen, also das heißt, in Bezug auf UFOs sind sie dran, wahrscheinlich einfach aus dem Fall
aus dem Grund, weil es für sie Auflage bedeutet. Die Sachen an sich sind aber natürlich, aber das weißt du viel besser, es ist nicht die Sun, die dahinter steckt, dass diese UFO-Dokumente, sondern das freigegeben wurden, sondern sie haben sich's unter den Nagel gerissen, kann man sagen. Ne? Oder anders gesagt, es ist schon die Sun. Die Sun hat eine Anfrage nach dem US-Informationsfreiheitsgesetz gestellt, und zwar unmittelbar nach Bekanntwerden der Existenz von ORSAP, ATIP, diesem geheimen Projekt, das im Dezember 2017 bekannt geworden ist und von dem wir bislang immer nur häppchenweise neue Informationen erfahren durften. Und der Antrag auf die Freigabe dieser Unterlagen dazu, der wurde halt die ganze Zeit bearbeitet, und jetzt sind diese Sachen eben veröffentlicht worden, und nicht nur The Sun hat das bekommen, diese ganzen Unterlagen, sondern auch Alejandro Rojas von Open Minds und viele andere Forscher, die diese Anfrage gestellt hatten. Die haben alle die identischen Unterlagen bekommen, die man sich übrigens auch auf der Website, und hier mal die Primärquelle, auf der Website der Defense Intelligence Agency, also dem amerikanischen Militärgeheimdienst, runterladen kann, hier im Informationsfreiheitsgesetz elektronischen Lesesaal. Und da steht hier, click a tab to explore. Pakistan, Peru, und dann steht hier Unidentified Aerial Phenomena, klickt man drauf, und hier sind diese ganzen Dokumente drin, von denen The Sun jetzt hier redet. Und um was für Dokumente handelt es sich da eigentlich? Das sind die Dokumente, die im Rahmen von ATIP ORSAP erstellt worden sind. Und zwar beauftragt von Hal Puthoff, der die Verantwortung dafür getragen hat, Wissen zusammenzutragen, wie man sich dieses ganze Phänomen erklären kann. Und er ist eben auf die Idee gekommen, wir beauftragen einfach mal die Wissenschaftler dazu, den Status quo uns aufzuschreiben. Was weiß man denn bis jetzt eigentlich so über das Phänomen, und wie kriegt man das hin? Wir lassen die Wissenschaftler Abhandlungen schreiben, also Literaturrecherchen machen zu der Frage, wie die Luftfahrt und die Raumfahrt in 40, 50 Jahren von jetzt an zu sein wird. Und da sind also, hier sind mal diese DIRTs, diese Defense Intelligence Reference Documents, so heißen die. Die kann man jetzt hier auch einzeln anklicken. Da sind alle möglichen Sachen dabei. Fortgeschrittene Nuklearantriebe für bemannte Weltraummissionen, Zugang zum Weltraum, Biosensoren, Unsichtbarkeitstarnung von einem deutschen Unsichtbarkeits-Metamaterialexperten Ulf Leonhardt aus dem Erzgebirge übrigens verfasst. Durchquerbare Wurmlöcher, Sternentore, negative Energie, State of the Art und Entwicklung von Hochenergie-Laserwaffen. Das wird vielleicht noch wichtig im Laufe der Sendung. Rolle von Supraleitern in der Gravitationsforschung, Antigravitation für Raumfahrtanwendungen, geschrieben von Dr. Eric Davis, und viele, viele andere Sachen, Warp-Antrieb, dunkle Materie, Manipulation von Extradimensionen, Auswirkungen der Quantenverschränkung und Nichtlokalität auf die Weltraumkommunikation, Laser, Lightcraft, Nanosatelliten und was es hier alles gibt, Antrieb mit negativer Masse. Also das sind eben alles diese Referenzdokumente des militärischen Geheimdienstes, die beauftragt worden sind für ORSAP und die in der Geheimdienstgemeinde. Man kann kurz einmal einordnen, was das ist. Also das heißt, damit man nicht Kaffeesatzleserei betreibt, nimmt man sich die Wissenschaftler, die sich mit Dingen beschäftigen, die gerade am Rande des Bekannten sind, ist so eine Art DARPA-Logik, ja. Also DARPA ja die Forschungsagentur, die sich mit Science-Fiction-Themen beschäftigt, wo man vielleicht was Reales mit anfangen kann. Also und so ist das auch. Also man fragt die Experten ab, die sich in den einzelnen Gebieten mit Dingen beschäftigen, wie sie sich denn die Zukunft vorstellen. Und daraus kriegt man einen Überblick über das, was nach unserem heutigen Kenntnisstand möglich sein wird in der Zukunft. Und das sehe ich im Zusammenhang mit der Frage, ob es sich um sicherheitsrelevante Thematiken handelt, ob zum Beispiel die Chinesen irgendwo einen gigantischen Schritt nach vorne gemacht haben, so wie die Russen und Chinesen ja bei den Hyperschallwaffen weiter sind als die Amerikaner. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, und dass man eben weiß, sind da vielleicht Leute
in der Forschung vielleicht 10 Jahre weiter als wir. Wir heißt also die USA in dem Fall. Und so ist das eine Explorierung des unbekannten Gebietes in die Zukunft. Dafür ist das da. Also in großer Einzelheit in jeden Bereich rein. Aber was könnte in Zukunft zu erwarten sein, damit man nicht einfach mit einem Topfschlagen betreibt, ne? Da sieht man mal, wie krass die Amerikaner uns in Deutschland voraus sind. Jedenfalls zumindest das, was wir offiziell wissen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn die Deutschen immer wieder behaupten, das interessiert uns nicht, das haben wir nicht und so, dass die sich darüber keine Gedanken machen. Das kann mir keiner erzählen. Aber in den USA ist man da also wesentlich weiter schon gewesen vor 15 Jahren, wie wir jetzt erfahren. Und Luis Elizondo hat sich auch zu dieser neuen Veröffentlichung der Akten hier geäußert. Es ist ja zum ersten Mal, dass der Militärgeheimdienst selbst diese Akten veröffentlicht hat. Es sind bis jetzt nur einige dieser Referenzdokumente an die Öffentlichkeit gekommen. Luis Elizondo war hier bei Fox News wieder bei Tucker Carlson zu Gast und hat sich dazu geäußert. Hier sieht man auch in der Bauchbinde, da ist von Gehirnschäden und Verbrennungen von UFO-Zwischenfällen, von UFO-Nahbegegnungen. Also Verbrennungen durch UFO-Zwischenfälle, nicht von, also nicht, dass Dokumente verbrannt wurden, sondern. So, und hier sehen wir Luis Elizondo und er sagt, er ordnet diese Dokumente ein, also ganz kurz, es ist nichts Neues dabei, was man jetzt noch nicht vorher schon mal, also was informierte Kreise und Zuschauer von Erstkontakt seit 2 Jahren sowieso noch nicht kennen würden, sondern das sind eben diese Akten aus seinem Projekt. Und was er hier sagt, finde ich interessant. Er wird gefragt, wie es mit diesen biologischen Schäden aussieht. Und er sagt, die Frage ist, ob diese biologischen Schäden bewusst hervorgerufen werden oder nicht. Und er hält das nur für eine Nebenwirkung der Technologie, die da zum Einsatz kommt, des Antriebs und so weiter. Und da muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob ich ihm dann in jedem Fall folgen kann. Da werden wir im weiteren Verlauf der Sendung sicherlich noch einiges anderes erfahren. Aber er sagt auch, wenn jemand behauptet, dass die Russen oder die Chinesen in den 50er Jahren solche Flugmanöver beherrscht hätten, dann wäre das wohl das größte Geheimdienstversagen aller Zeiten gewesen. Größer als beim 11. September, sagt er dann noch. Mhm. Ja, bei dem Geheimdienstversagen kann man ihm auf jeden Fall zustimmen. Ja, ich will aber auch nochmal sagen, wenn du sagst, das ist eben ein wesentlicher Punkt. Du sagst, Zuschauer dieser Sendung haben diese Sachen gehört. Das ist richtig. Aber das wäre eben so, als wenn du jetzt bei Lanz eingeladen würdest und würdest ernsthaft dazu befragt werden. Und es wäre nicht so, dass du auf einer Konferenz Herrn Lesch fragst und ihn fragst, was er dazu meint, und er dreht dir den Rücken zu und verschwindet, so schnell er kann, in der Menge der Zuschauer. Der Unterschied ist eben, es ist wirklich ja relevant, wo ein Thema auftaucht. Und das kann man sehen hier mit Tucker Carlson, der dann einen erstaunlich guten Job, also Fox ist deutlich interessanter mittlerweile für den Journalismus als zum Beispiel CNN oder MSNBC, durch Tucker Carlson, nicht durch den Rest der Leute, die da rumsitzen. Aber dort ist eben es ist einfach, muss man feststellen, dass in Amerika in den USA die Möglichkeit, dass dann doch etwas durch diesen hermetischen Aluhut-Schwurbel, Verschwörungstheorie, Damm, der bei uns um diese Sachen gezogen wird, kommt da durch. Da wird halt mal dann drüber geredet. Das passiert, ja. Das ist durchlässiger, das ist lebendiger. Und das ist der wesentliche Faktor. Das heißt, selbst dieses Thema der Parapsychologie, wo wir uns in den letzten 2 Sendungen drüber unterhalten haben, dass das ganz schön viel verlangt ist von Leuten von, sage ich mal, Schrauben- und Nieten-UFOs, wie wir es genannt haben, Nuts and Bolts UFOs, auf diese parapsychologischen Sachen, die damit eindeutig zu tun haben, läuft aber auch in den USA und läuft an dieser Stelle. Und dazu sind eben diese Unterlagen. Und nochmal, es geht nicht um, ich fühlte mich merkwürdig und hatte eine Vision. Es geht ja um nachweisbare organische Schäden im Gehirn, die dadurch ausgelöst sind, zum Beispiel Verbrennungen, wie du eben gesagt hast. Also Sachen, die eindeutig, wo man fragen muss, was ist denn die Ursache davon? Nicht mehr leicht wegzuwischen. Ja, und es geht natürlich bei diesen UFO-Sichtungen durch das Militär auch nicht nur um Lichtbälle, die Leute gesehen haben, sondern um Sachen, die auf Multisensorsystemen beobachtet worden sind, wie sie Flugmanöver machen, die nach unseren Naturgesetzen unmöglich erscheinen. All das gibt es.
Und es wird in Deutschland nicht diskutiert, weil man in Deutschland, ich weiß nicht, man hat wirklich den Eindruck, man darf dort nur im Gleichschritt denken und bestimmte Sachen sagen und denken. Und wenn man etwas anderes denkt oder sagt, dann ist man sofort ein Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikaler oder was auch immer. Aber wollen wir nicht in dieses Thema gehen? Genau. Denn es gibt ja viele andere Länder, in denen man ganz offen darüber reden kann. Und wir sind ja hier beim Exo-Magazin für Freigeister und wir dürfen das. Wir machen das eben einfach. Und eine Sache allerdings, die mir etwas Sorgen bereitet, ist, dass in den USA, auch wenn es so aussieht, als würden die jetzt sehr viele Informationen freigeben, doch auch Bestrebungen gibt, möglichst viel wieder unter den Teppich zu kehren. Einer, der uns darauf kürzlich aufmerksam gemacht hat, ist Christopher Mellon himself. Das ist der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister für Geheimdienste, der auch für die Oberaufsicht für Geheimprojekte zuständig war und der dann aber die Seiten gewechselt hat und zusammen mit Luis Elizondo Leute im Kongress gebrieft hat und der sich für die Offenlegung von Regierungsinformationen über UAPs einsetzt. Und er warnt hier in diesem Artikel auf The Hill davor, dass eine Übergeheimhaltung oder Überklassifizierung als geheim der Regierung unsere Sicherheit gefährden könnte. Mit unserer meint er die Sicherheit der USA natürlich. Mhm. Und er macht hier in diesem Artikel folgenden Punkt. Er sagt, Avril Haines, das ist die Koordinatorin oder die Direktorin der nationalen Geheimdienste, die hat ja kürzlich gesagt, dass eine übermäßige Regierungsgeheimhaltung die nationale Sicherheit untergrabe und wichtige Grundsätze der Demokratie gefährde und außerdem natürlich das Vertrauen in die Regierung und es würde außerdem die Fähigkeit der Geheimdienste verhindern oder verringern, dass sie die Regierung angemessen zu den wichtigen Sachen beraten. Und das spricht eigentlich gegen eine exzessive Regierungsgeheimhaltung. Allerdings gibt es neue Einstufungsrichtlinien von der UAP Task Force. Das ist diese Eingreiftruppe zu UAPs, die gegründet worden ist in unmittelbarer Antwort auf das Briefing an den US-Kongress im Ende 2019, die einfach mal den Stand der Dinge darlegen sollten in einem ersten Schritt, um weitere Schritte zu bestimmen, wie man dieses Thema jetzt nun angeht. Und diese UAP Task Force, die hat sich jetzt dazu entschlossen, neue Einstufungsrichtlinien zu beschließen. Und sie haben gesagt, dass eben solche Videos, wie sie im Dezember 2017 bekannt geworden sind, durch Luis Elizondo, nämlich das, was wir hier sehen, das ist, glaube ich, das Gimbal-Video, was wir hier sehen auf dem Bild, aber auch das Fleur und das Go Fast Video, solche Videos, die komische Objekte zeigen, die sollen künftig grundsätzlich als geheim eingestuft werden und nicht als unklassifiziert, so wie im Jahr 2017. Das würde aus dem Briefing Guide des Verteidigungsministeriums hervorgehen, in dem drin steht, dass im Grunde außer, dass es die UAP Task Force gibt und was ihre Ziele sind, nichts an die Öffentlichkeit dringen darf. Und jetzt müsste man vielleicht einmal kurz darüber reden, was Avril Haines, das fand ich sehr interessant, was sie will, worum es geht. Also wenn sie sagt, dass die Demokratie funktionieren muss, ist damit gemeint, dass innerhalb der Regeln, die in den USA aufgestellt sind, die Leute darüber informiert werden müssen, damit sie zu vernünftigen Entscheidungen kommen. Und das heißt nicht, dass wir das erfahren sollen oder die Öffentlichkeit, dann auch nicht die amerikanische. Was ja aus dem Bericht klar wurde, wir haben ja darüber berichtet, als der Bericht an das amerikanische Parlament kam, wurde gesagt, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, also ich sage jetzt mal dass man Schwurbler, Aluhüte und Sonstiges dazu gesagt hat, verhindert hat, dass man realistische Erkenntnisse erreichen konnte, weil Leute einfach aus Angst vor Konsequenzen lieber nichts gesagt haben. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Das heißt, in der Informationsverarbeitung ist das ein Negativum. Und es ist jetzt nicht so, also um es nochmal zu erklären, die intern, also die Leute, die darüber Bescheid wissen sollen offener werden, sollen sich damit beschäftigen, sollen bessere Informationen bekommen. Sie können nur bessere Informationen bekommen, wenn das Klima so ist, dass man solche Dinge melden kann.
ohne dass man dafür abgestraft wird oder lächerlich gemacht wird. Und das heißt aber nicht, dass wir alle darüber mehr erfahren sollen, sondern eben es soll sicherheitsrelevant. Das heißt, das Prinzip der Geheimdienste ist ja nicht, dass alle etwas erfahren, das ist das Prinzip der Presse oder der Wissenschaft, sondern die Leute, die es erfahren müssen, damit sie zu relevanten Entscheidungen kommen können. Und das ist damit gemeint, wenn sie von Demokratie spricht. Sie spricht nicht von Demokratie im Sinne, die Bevölkerung soll wissen und entscheiden, sondern das Militär und die Geheimdienste sollen valide Daten bekommen und nicht im Sumpf sozusagen nicht in diesem Sumpf, der bei uns flächendeckend vorhanden ist. Ja, versinken mit falschen, weil es ist zu relevant. Es ist zu relevant, was dort vorkommt. Ja, genau. Und Christopher Mellon macht ja in diesem Artikel hier auch einen guten Punkt. Er sagt nämlich, dass gerade die Veröffentlichung dieser 3 Videos ja zur Verbesserung der nationalen Sicherheit beigetragen hat, weil die Regierung durch die Veröffentlichung und durch das große mediale Echo überhaupt erst darauf aufmerksam geworden ist, dass das ein echtes, wichtiges Thema ist. Exakt. Und das hätte sie vorher überhaupt gar nicht gemacht. Das war ja auch der Grund, warum Luis Elizondo zurückgetreten ist im Pentagon und dann diesen öffentlichen Weg gewählt hat, weil er gesagt hat, hier ist ein echtes, ernstes Thema, das duldet keinen Aufschub. Und interessanterweise sehen das alle Politiker, die er gebrieft hat und die auch die Piloten gebrieft haben und die auch Christopher Mellon gebrieft hat, alle ganz genauso. Also da ist etwas. Und eine andere Sache ist, dass es eine Executive Order gibt, 13526, der zufolge dürfen Informationen nur dann klassifiziert werden, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie der nationalen Sicherheit einen bestimmbaren oder beschreibbaren Schaden zufügen. Und jetzt ist es aber so, wir wissen ja auch von Fällen, da wurde zum Beispiel die Veröffentlichung eines UFO-Videos aus einem Kampfjet angekündigt, von dem wir am Ende dann nur ein Standbild bekommen haben. Das Video wurde mit einem iPhone aus dem Cockpit aufgenommen, also es sind keine militärischen geheimen Sensoren betroffen, die man vielleicht, deren Leistungsfähigkeit man vielleicht geheim halten sollte, sondern das ist einfach eine iPhone-Kamera und das wurde nicht veröffentlicht. Und welchen Schaden für die nationale Sicherheit sollte so ein Video eigentlich verursachen? Und dazu hatte ich auch mal Luis Elizondo gefragt und er hat gesagt, na ja, gut, es kommt drauf an, wo das auch aufgenommen worden ist und so, aber so richtig schlüssig war das nicht. Also ich denke, dass die Amerikaner jetzt hier dabei sind. Sie hatten ein großes Informationsleck, das musste gestopft werden, das musste glaubhaft gestopft werden. Das öffentliche Interesse an dem Thema musste befriedigt werden, deswegen haben sie diese Sachen rausgebracht. Aber alles, was darüber jetzt hinausgeht, werden sie so gut wie möglich versuchen für sich zu behalten. Insbesondere, weil es ja jetzt eine neue UFO-Behörde gibt, die ganz offiziell vom US-Kongress den Auftrag bekommen hat, in einem neuen Gesetz die Öffentlichkeit transparent zu informieren. Und wenn natürlich die Öffentlichkeit schon vorher irgendwelche, sag ich mal, Ansatzpunkte hat, wo sie nachhaken kann, wo sie nachfragen kann, mit dem Informationsfreiheitsgesetz die Behörden, das Militär, die Geheimdienste terrorisieren kann und nachfragt, das ist wahrscheinlich das Letzte, was die Geheimdienste und was das Militär hier will, oder? Mhm. Ja, es geht auf die berühmte You can't handle the truth, ja. Also das heißt, wir sind nicht diejenigen, die darüber wirklich Bescheid wissen sollen. Und die Argumentation im Kopf von diesen Leuten ist immer, es sind Themen der nationalen Sicherheit, es geht um militärische Überlegenheit. Das hält man möglichst nebulös und lässt nichts darüber wissen. Und insofern, wir haben uns ja lange Gedanken gemacht am Anfang, ob das vielleicht um einen Trick sich handelt, um die Verteidigungshaushalte so auf 100 Milliarden zu erhöhen, wie es jetzt gerade funktioniert, müssen aber feststellen, dass Luis Elizondo und Mellon eben deren Rolle, es gibt keine Indizien, von denen ich weiß, die dafür sprechen, dass das Leute sind, die uns an der Nase rumführen, sondern das sind Leute, die tatsächlich aus ihrer Kenntnis der Angelegenheit der Meinung waren, wir müssen darüber reden, das ist so wichtig. Das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für George Knapp, den investigativen Journalisten aus Las Vegas, und Dr. James Lakatsky, den Projektleiter von ORCEP bei der Defense Intelligence Agency. Die beiden haben ja zusammen ein Buch geschrieben, Skinwalkers at the Pentagon. Darüber haben wir jetzt schon öfter berichtet. Wir haben auch Interviews mit Colin Kelleher, der Projektmanager war für den Militärgeheimdienst
bei einem privaten Vertragsunternehmen und auch ein Interview mit George Knapp, das man sich in voller Länge kostenlos angucken kann auf unserem YouTube-Kanal. Das empfehle ich ganz dringend, dieses Interview sich anzuschauen, um einen Überblick zu bekommen, um was es bei diesem Projekt eigentlich ging. Und diese beiden haben auch viel Licht ins Dunkel gebracht mit diesem Buch, das auch vor der Veröffentlichung vom Pentagon erstmal freigegeben werden musste. Und in diesem Buch schreiben sie auch, dass James Lacatski von der DIA auf einem offiziellen DIA-Brief mit offiziellem DIA-Briefkopf einen Brief an den amerikanischen Milliardär Bob Bigelow geschrieben habe, der damalige Besitzer der Skinwalker Ranch war, um ihn zu bitten, dass er dort mal hingehen darf, weil er gehört hat aus dem ersten Buch von George Knapp, dass dort eben viele Phänomene auftauchen, die für Militär- und Geheimdiensttechnologie von Relevanz sein könnten. Und daraufhin habe er dann die Einladung bekommen, sie seien dahin gefahren und dort hätte dann Lacatski dieses seltsame Objekt in der Luft schweben sehen, gleich bei seinem ersten Besuch, was dann dazu geführt hat, dass er sich ganz verstärkt dafür eingesetzt hat, dass tatsächlich diese Untersuchungen stattfinden. So, das heißt, es muss also einen Brief geben, einen offiziellen Brief von James Lacatski vom Militärgeheimdienst an Bob Bigelow und es gibt helle Köpfe, findige Forscher wie John Greenwald von The Black Vault, der hat ja bekanntlich das größte Archiv von Informationsfreiheitsgesetz freigegebenen Regierungsdokumenten, so muss man es sagen. Er hatte ein besonderes Steckenpferd, sind die UFOs für ihn. Und er hat, als er das gelesen hat, gleich eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt nach diesem Brief. Wo ist dieser Brief? Und hier sehen wir, die Defense Intelligence Agency, DIA, hat ihm geantwortet, so ein Brief gibt es nicht. Also da sehen wir, auch hier wird gemauert. Es wird gemauert. Der Brief, der in dem Buch von George Knapp und Lacatski und Colm Kelleher erwähnt ist, den gibt es angeblich nicht. Also was hat es damit auf sich? Ja, da sieht man auch, das Informationsfreiheitsgesetz ist nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Nee, du musst die Sachen dann genau treffen. Also die Anfrage muss richtig sein. Es darf ihnen nicht die Möglichkeit gegeben werden, sich durch eine gute Finte da rauszubewegen. Zum Beispiel, indem er das nicht auf DIA-Briefpapier, sondern auf dem Briefpapier einer Dienststelle oder sonst was geschrieben hat. Also 1000 Möglichkeiten, wie man in Spitzfindigkeiten sich dann rauswühlt. Aber es ist ja auch gar kein sensationelles Dokument. Ja, also das ist auch immer, wenn man daran denkt, dass man fragt und Dokumente freigegeben werden sollen, dann findet man ja nicht die Anweisung von Alan Dulles, John F. Kennedy zu erschießen in diesem Dokument, sondern wir ertrinken im Moment eigentlich in induktiven Nachweisen, dass da etwas ist. Viel wichtiger sind diese Zusammenfassungen, viel wichtiger als die Frage, ob Lacatski einen Brief geschrieben hat, ist die Tatsache, dass das Buch raus ist von George Knapp und von ihm. Und dass wir wissen, dass eben aus dieser Anfrage das so gearbeitet wird, dass man selbst Banalitäten wie die Anfrage, ob man sich damit nicht mal beschäftigen könnte, dann irgendwie nicht beantwortet werden, wenn man die Möglichkeit hat, das geheim zu halten. Daran sehen wir im Grunde genommen mehr. Also ich würde sagen, der Informationsgehalt dieser Geheimhaltung ist höher als der Informationsgehalt, dass es einen Brief gegeben hat, was wir eigentlich wissen. Wir wissen jetzt sozusagen nur, wenn man danach fragt, kriegt man es nicht. Ja? Und das gilt ja für viele. Ich erinnere, das nächste, worüber wir reden wollten, sind diese komplett geschwärzten Dokumente, was auch ein Indiz dafür ist. Ja, zum Beispiel, was rausgegeben wird. Das war ja ähnlich in Deutschland, als damals die Akten vom Eichmann-Prozess rausgegeben werden sollten. Das war Gabi Weber, die hat es dann geschafft. Der BND ist hinten übergefallen, dass er von einem Verwaltungsgericht, weil sich das Europarecht geändert hatte, dazu verurteilt wurde, die Akten rauszugeben. Was haben sie gemacht? Sie haben die Akten rausgegeben, aber jede einzelne Seite, jeder Buchstabe war geschwärzt. Dann haben gesagt, wir haben es ja rausgegeben, Sie können es halt nicht lesen. Ja, das ist so die Methodik und man sieht in diese Richtung, die bei uns üblich, ja, so sieht sowas aus dann, genau. Zeige ich jetzt gleich nochmal. Das übrigens damals, als ich noch Lokalreporter war beim Stadtfernsehen, da sind wir ja auch zum Gericht gegangen und haben uns die Gerichtsunterlagen geholt und da wurden ja auch immer die Namen und die Adressen der Betroffenen geschwärzt und
Manchmal, wenn man Glück hatte, wurden die vor den Augen des Reporters im Büro von der Gerichtsbeamtin geschwärzt, sodass man also schielen konnte. Oder sie hat es wirklich mit so einem schwarzen Stift gemacht und wenn man dann drüber geguckt hat, es gegens Licht gehalten hat, konnte man es trotzdem sehen. Weißt du noch, ja? So war das damals. Ich kenne das aus dem Stasi-Archiv, da war das genauso. Da konnte man, wenn man die Sachen gekippt hat, habe ich in Reihe gemacht und jetzt kriegt man nur noch fotokopierte, wo die vorher schon kontrolliert haben, dass das nicht funktioniert. Genau, oder es wird halt elektronisch geschwärzt und dann gibt's keine Chance, wie eben zum Beispiel bei diesem Dokument. Was ist das jetzt hier? Das ist auch von The Black Vault. Der fleißige John Greenwald hat versucht herauszufinden, über was wurde im Oktober 2019 eigentlich der US-Kongress gebrieft, als es um die UFOs ging. Denn das war ja eins der ersten Briefings, die UAP Task Force, glaube ich, durchgeführt hat. Und er hat jetzt also das komplette Briefing bekommen, die kompletten Briefing-Unterlagen, und die sehen dann so aus. Dieses Briefing ist Painted Black, ja, kannst du. Dieses Briefing ist geschwärzt. Classified by geschwärzt. Agenda, so, da sehen wir Hintergrund, Taskforce, Partnerschaft, mögliche Bedrohung, Flotten- oder Luftwaffenwahrnehmungen, Beispiele für Daten, Interaktionen, also ausländische Interaktionen und wie man das Problem angeht. Und jetzt hier, Background. Da. Taskforce, Partnerschaft. Hier wissen wir gar nicht, was es ist. Ja, das ist also Informationsfreiheit. Hier, wie die Luftwaffe das wahrnimmt. Hier, das B1b bedeutet dann immer der legale Grund, der rechtliche Grund, warum das geheim gehalten wird. Und andere Beispiele hier, ganz interessant auch. Ja, und es bleiben natürlich hier Addressing. Wie man das Problem angeht, kann man sagen, das Einzige, was sie freigelassen haben, ist hier, es gibt Fragen. Gibt's Fragen? Ja, es gibt Fragen. Jede Menge Fragen gibt es dazu. So sieht es also aus. Auch das können wir verlinken, aber das ist nicht so wichtig. Viel interessanter finde ich hingegen, dass es eben doch manchmal möglich ist, aus freigegebenen Dokumenten aus den USA doch noch ein paar Neuigkeiten zu erfahren. Und da muss man allerdings sehr genau hingucken und zwischen den Zeilen lesen. Was jetzt nämlich auch freigekommen ist der vorläufige Bericht über unidentifizierte Luftphänomene des Direktors der nationalen Geheimdienste. Erinnerst du dich? Im Juni 2021 erschien dieser lang ersehnte Bericht der UAP Task Force, der ja einen Bericht abgeben sollte an den Kongress. Und zwar in 2 Versionen. Einmal in einer Version, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist, und einmal in einer Version, die für den Kongress bestimmt ist, aber nicht für die Öffentlichkeit, der also in Teilen geheim war. Und John Greenwald hat auch hier einen Informationsfreiheitsgesetzantrag gestellt und hat das tatsächlich bekommen. Und der ist ähnlich geschwärzt wie das, was wir vorher gesehen haben, aber nicht ganz so geschwärzt. Also wir kennen tatsächlich ein paar Sachen und ich habe auch mal eine kleine Liste gemacht, was man denn jetzt zusätzlich erfährt. Also zuerst mal muss man sagen, dieser Bericht ist nur, das ist das Original. So sieht es das aus, was sich jeder runterladen kann von dni.gov, also vom Office, vom Büro des Direktors der nationalen Geheimdienste. Und hier sehen wir das, was John Greenwald bekommen hat. Und da sehen wir schon mal, der ist ein bisschen länger, dieser Bericht. Hier erfahren wir also ein paar Sachen mehr. Zum Beispiel erfahren wir erstmal auf Seite 11 hier, woher diese Berichte stammen. Da sehen wir, es gibt also mehr, es wurde ja hier gesagt, dass 144 Berichte zusammengesammelt wurden, von denen nur in einem Fall man sich erklären konnte, was es war, nämlich ein Luftballon. Und in den anderen 143 Fällen war es halt nicht so. Wir erfahren jetzt hier aus diesem Bericht, dass eine Reihe der Fälle, die gemeldet wurden, tatsächlich von der US-Marine stammt, aus den Übungsgebieten. Die enthalten grundlegende Informationen wie Zeit,
Datum, Ort, Beschreibung und Geschehnisse während des Ereignisses. Aber wir erfahren auch, dass auch tatsächlich die Luftwaffe beigetragen hat zu den Fällen. Das war vorher nicht mit enthalten in dem Bericht. Und das ist interessant, denn es wurde ja gesagt, die Luftwaffe hat ja gar nicht so viel beigetragen. Aber es gibt tatsächlich wohl welche, die von der Luftwaffe sind. Dann auf der Seite 12 gibt es, jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich jetzt hier, das ist hier die, genau hier, die Herausforderungen bei der Sammlung von UAP-Fällen. Das ist also wesentlich länger hier als in der öffentlich zugänglichen Version. Und da dürfen wir erfahren, für welchen Zweck die Sensoren auf US-Militärplattformen speziell geschaffen sind. Aber es fehlt ein ganzer Absatz zu den Herausforderungen. Dann zu den beobachteten Formen. Da gibt es auch keine Informationen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich mich jetzt hier nicht verblättere. Sie sagen, weiterhin geheim bleiben die verschiedenen Formen. Also das merkt man hier, dass also welche Formen genau beobachtet werden, bleibt weiterhin geheim. Darf man nicht sagen. Hier unten steht's hier. The most common shape, also die meist beschriebene Form von Militärpersonal in ihren Berichten war geschwärzt. Ja, so. Militärflugpersonal beschrieb viele dieser Objekte als oder die verschiedene Sichtungen wurden oder waren und ähnelten Formen wie oder Also man darf nicht mal erfahren, welche Form diese Objekte genau haben. Das finde ich wirklich sehr seltsam. Auch was hier interessant ist, auch hier dieser ganze Absatz zur Flughöhe hier unten, Observed UAPs und so, der taucht in der öffentlichen Version nicht auf. Hier steht also, dass der Kongress informiert wurde über die Flughöhe, dass die gewöhnlich, hier steht, die beobachteten UAP waren gewöhnlich in einer Höhe von sowieso unterwegs und oftmals wurden sie zwischen so und so und so und so registriert, Flughöhe, ja. Und es gibt allerdings auch eine geheime Anzahl von Fällen, in denen der Beobachter gesehen hat, dass das UAP gezeigt hat und ein anderes UAP wurde über der Meeresoberfläche gesehen. Also es gibt wohl offenbar Erkenntnisse dazu, in welchen Flughöhen sich die UFOs vor allem gerne rumtreiben. Das finde ich interessant. Dann gibt es weiterhin Details zu den technologischen Eigenschaften von den UAPs. Hier unter dieser Überschrift, eine Handvoll UAPs scheinen fortschrittliche Technologie zu zeigen. Da erfahren wir jetzt, dass es Aufnahmen von Radarbildschirmen gibt. Das hat man vorher noch nicht gelesen. Und diese Aufnahmen von Radarschirmen, die würden auf weitere Eigenschaften oder Einzelheiten verweisen, die wir nicht erfahren dürfen. Was ich äußerst interessant finde, das hat eigentlich bis jetzt kaum einer weiter bemerkt in diesem Dokument. Hier steht hier steht etwas, woraus man erahnen kann, dass ein Marinepilot mit einem UFO zusammengetroffen ist und dabei Probleme bekommen hat mit seinem Flugzeug. Hier steht, ein Marinepilot in einer sowieso Höhe bemerkte, dass die Winde in der Luft stärker waren als und dass er, Zitat, kämpfen musste, um sein Flugzeug im Luftraum zu halten. He was fighting to keep his aircraft in the airspace. Wie würdest du das übersetzen, Dirk? Ja, das ist eine merkwürdige Formulierung. Also so wie du es gesagt hast, er hatte Schwierigkeiten, im Luftraum zu bleiben. Und das ist, wie soll ich das interpretieren? Ja, also das heißt, entweder er hat Probleme gehabt, sein Flugzeug überhaupt noch zu kontrollieren, wenn er Schwierigkeiten hat. Also er kann ja nur nach oben oder seitwärts aus dem Luftraum raus, nach unten wäre Aufschlag. Wenn er da Probleme hat, das klingt nach Kontrollverlust. Oder dass er quasi jetzt als noch absurdere Vorstellung auf einmal Positionswechsel hatte, also sowas wie das bei den UFOs beschrieben wird, plötzlich
quasi seitwärts mit hoher Geschwindigkeit Bewegung hatte. Also das ist eine sehr interessante Formulierung. Fighting to keep his aircraft. Ich dachte erst under control. Also so, wenn man in Turbulenzen oder in einem Wirbel hinter einem anderen großen Flugzeug herfliegt, kann das sein, dass man Schwierigkeiten hat, die Kontrolle über das Flugzeug. Aber er steht hier eindeutig Airspace. Ja, das ist rätselhaft. Ich wüsste wirklich gerne, was in diesem geschwärzten Teil ist, weil, wie gesagt, also das hieße, man hat Schwierigkeiten, man hat so die Kontrolle über die Maschine verloren, dass die sich erratisch aus irgendwo lang bewegt und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Also physikalische Wechselwirkungen mit Bordinstrumenten kennen wir ja schon von dem Parvez Jafari-Fall, wo dann alles ausgefallen ist und der Probleme hatte mit seinem Flugzeug. Vielleicht dann war das Control sagen. Ich würde mal sagen, to keep his aircraft under control, ja. Aber das hier heißt eben, es heißt ja eindeutig Airspace und das ist was anderes. Muss irgendwas auch mit den Winden zu tun gehabt haben, ja. Vielleicht wurde sein Flugzeug weggeblasen. Wir können nur vermuten, wir dürfen es nicht erfahren, denn das Gesetz, Paragraph Absatz 1.4a und g hindert uns daran, das zu erfahren. Ja. Also die Winde nicht, aber kann ich sagen, ja, weil die Geschwindigkeit, die ein Jet hat und die Geschwindigkeiten selbst von Jetstreams irgendwo, dafür ist man wird nicht mehr wie im Ersten Weltkrieg vom Wind weggeblasen oder wie ein Luftschiff Pilot. Das kann es nicht sein, ja, das geht nicht. Dafür ist zu viel Energie in diesen Maschinen drin, die man richten kann. Ja, was weißt du denn, was die UFOs für Energie haben, was die für große Pustefix Propeller dran haben, keine Ahnung. Noch viel mehr, ja. Also das hieße höchstens eben, wie ich sagte, das wäre das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, man sagt, man ist Objekt von einer anderen Energie, die mit dem Flugzeug etwas macht, aber nicht, genau. Also, es geht aber hier noch weiter und wir können hier in dem weiteren Absatz erahnen, dass ein UAP nach dem Entdecken plötzlich Kurs und Geschwindigkeit geändert haben muss, weil das steht hier, ein Marinebericht dokumentierte aber dann schien es seinen Kurs und seine Geschwindigkeit zu ändern von also das ist jetzt für mich einer dieser Fälle, wo man jetzt nochmal sagen muss, das sind keine Naturphänomene, die hier beschrieben werden. Was auch immer das ist. Also ich meine, wir haben ja Harald Lesch gehört, nachdem dieser Bericht rausgekommen war. Ja, das ist doch alles, das kann sonst was sein. Da gibt's diese Klasse. Dazu kommen wir später übrigens. Da gibt es hier noch mehr dazu, noch mehr Fakten aus diesem Dokument, die darauf ganz deutlich hinweisen, dass das hier keine bekannten Phänomene sind. Auf Seite 14 wird ein Bericht eines US Marine zufolge, jetzt muss ich mal hier steht's gerade, das ist hier Seite 14, da steht, ein Marinepilot bemerkte, das hatte ich gerade. Ein Bericht der US-Marine zufolge hatte ein Hubschrauberpilot und 2 Waffensystemoffiziere, das sind die Waffen bedienen, visuell mehrere Objekte beobachtet, die sich etwa bewegt haben. Einer der Waffensystemoffiziere etwa 5 Objekte. Also er hat offenbar 5 Objekte gesehen von einem Militärhubschrauber aus. Leider dürfen wir nicht erfahren, wie diese Objekte aussahen, was genau passiert ist. All diese Sachen, Zeit, Ort, Einzelheiten, alles unbekannt, dürfen wir nicht erfahren. Aber da sehen wir, das ist auf jeden Fall interessant. Hier geht's noch weiter. Wenn ich kurz noch mal rein darf, das ist ja genau das, sozusagen, wenn Lesch dann sagt, da stand ja gar nichts drin. Das, was drin steht, ist eben das, was geheim gehalten ist. Das heißt, die Details dazu, die genauen Angaben, die dann dazu führen, dass man sich doch sehr intensiv am Kopf kratzt, die nicht dazu führen, also Lesch nimmt nicht an, dass da etwas weiteres dahinter stecken könnte, was auch ihn davon überzeugen würde, dass es sich lohnt, damit zu beschäftigen. Das ist genau, also das sind so hermetische Gedankengebäude, weswegen ich das auch nicht als wissenschaftliche Denkweise bezeichnen kann, was da läuft. Also hieraus sieht man, es wird sehr exakt angegeben, was da ist. Und das ist wirklich so, dass man sich fragt, was zum Teufel soll das sein? Führt aber nicht dazu, dass nur die Möglichkeit des Zweifels in den Köpfen von unseren großkopfigen Wissenschaftsjournalisten in Deutschland ausgelöst wird. Das wird geheim gehalten, damit die weiter sagen können, seht ihr, da ist doch gar nichts weiter bekannt. Die wissen doch gar nicht, ist doch gar nichts dran, sieht man doch gar nichts. Hier unter der Überschrift UFOs haben nicht nur eine Erklärung, es sind 2 große Absätze komplett geschwärzt.
die dürfen wir nicht erfahren. Und auch zum Airborne Clutter, also zum Luft, was ist das? Ja, Clutter ist dann sozusagen, dass du nicht weißt, was angezeigt wird. Also das heißt, es wird Unsinn auf dem Radar. Sozusagen, wie soll ich sagen, Artefakte oder nichts Genaues weiß man nicht angezeigt. Genau, hier steht, diese Objekte beinhalten Vögel, Ballons, Freizeitdrohnen oder Luftraummüll wie Plastiktüten, die eine Szene halt verschmutzen und die Möglichkeit des Bedieners beeinträchtigen können, echte Ziele zu identifizieren, wie zum Beispiel feindliche Flugzeuge. Diese Kategorie kann auch enthalten. Wir erkennen an, dass mit dem so. Und zu den natürlichen atmosphärischen Phänomenen, das ist ja übrigens das, was in dem Bericht hier, in dem öffentlichen Bericht auch so breitgetreten wurde und auch von Harald Lesch und anderen notorischen Skeptikern gesagt wurde, ja, das können ja auch natürliche atmosphärische Phänomene sein, steht ja hier auch drin, wie zum Beispiel Eiskristalle, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, die einige Infrarot- und Radarsysteme beeinflussen können. Und hier erfahren wir jetzt, dass aus diesem klassifizierten Bericht, dass keine der gemeldeten Beobachtungen definitiv dieser Kategorie zugeordnet werden können. Also auch wenn das behauptet worden ist, ja, hier steht, auch wenn wir keine UAP-Vorkommnisse in unserem Datensatz definitiv als durch atmosphärische Phänomene verursacht einordnen können wir auch nicht ausschließen, dass diese Faktoren für einen Teil der von den Piloten beobachteten Vorfälle verantwortlich sein könnten. Also wir haben zwar nichts, was darauf hindeutet, aber möglicherweise ist es dann doch das, ja. Also ich finde, das ist eine wichtige Feststellung, denn es wurde immer so getan wie, das ist ja klar, das sind irgendwelche natürlichen Sachen und das haben sie halt auch registriert. So kam das ja. Ja, die Amerikaner kommen nicht drauf, aber unser Chefreporter von dem Spiegel, der sich schon mehrfach lächerlich gemacht hat dabei, der ist dann auf diese geniale Idee gekommen, dass es sich um Artefakte von Infrarot, von Schubdüsen eines Triebwerks handelt, solche Geschichten. Also deswegen, ich will aber nicht weiter darauf eingehen. Das Niveau von diesen Argumentationen ist unterirdisch und lohnt sich nicht, darauf weiter einzugehen. Was sich aber wirklich lohnen würde, darauf mal einzugehen, wäre, inwiefern Eigenentwicklungen der Amerikaner für bestimmte UFO-Sichtungen verantwortlich sein könnten. Das ist ja die große Frage. Das wurde ja auch spekuliert hier, dass vielleicht United States Government, also US-Regierungs- oder Programme aus der Industrie dahinter UFO-Sichtungen stecken könnten. Das wurde hier auch vermutet. Einige UAP-Beobachtungen könnten etwas mit klassifizierten, also mit geheimen Weltraumprogrammen oder Systemen zu tun haben, die entwickelt werden von kommerziellen Luftfahrtfirmen. Wir waren allerdings nicht in der Lage zu bestätigen, dass das wirklich so ist. Und dann steht hier, wir haben das ist alles, ja. Also was hinter diesem Wir haben steht, das wäre doch das Spannendste überhaupt. Was ist hinter diesem Wir haben? Was haben sie denn für geheime Projekte, die da rumfliegen? Ich denke, das ist eine Schlüsselfrage. Wir müssen mehr darüber erfahren. Sie sagen allerdings hier auch, es könnten auch geheime ausländische Systeme sein aus China, Russland oder anderen Ländern oder einer anderen Nichtregierungsorganisation. Und jetzt gibt's hier wieder diesen großen geschwärzten Absatz, der beginnt mit, sie könnten auch ein sein. Jetzt ist die Frage, was bleibt da jetzt eigentlich noch übrig? Also wenn es keine natürlichen Phänomene sind und keine ausländischen oder keine Regierungsentwicklungsprogramme. Was bleibt denn dann eigentlich noch übrig? Das ist jetzt die große Frage. Die Geheimdienstchefin Avril Haines hat ja gesagt, und ich habe das hier auch irgendwo, ich muss da gerade gucken, sie hat ja mal in einer Sitzung gesagt, wann war das? Im November 2021 hat sie gesagt, die könnten tatsächlich Aliens sein. Die hat das so gesagt hier in diesem Video. Das kann man sich ja angucken. Wir verlinken, wie gesagt, alles auf unserer Website für Abonnenten. Das hört man sie, wie sie sagt, it could be extraterrestrially. Ja, also
Nur so nebenbei. Also ich meine, denn was soll dann noch übrig bleiben, wenn du das alles nicht hast? Mhm. Ja, und man hat darüber hinaus in diesem in diesem Bericht viele weitere geschwärzte Sachen, über die man sich wenig einen Reim machen kann. Ganz besonders interessant fände ich ja diese Tabelle hier, die beobachteten Formen hier, die gewöhnlichen beobachteten Formen. Das ist leider alles geschwärzt. Das ist sehr, sehr schade, denn gerade die Formen, aber wie man sieht an der Länge der Tabelle, so kann man zumindest schon mal einordnen, muss es da eine ganze Reihe von verschiedenen beobachteten Formen geben, die in den Berichten enthalten sind. Ja, das also zu dieser Version, die dem US-Kongress vorgelegt worden ist. Ich wäre zu gern eine Fliege an der Wand gewesen bei diesem Briefing, muss ich sagen. Eine gute Nachricht kommt allerdings aus Brasilien. Denn in Brasilien, ist die Regierung, wie es scheint, wesentlich offener und geht mit diesen Phänomenen ganz öffentlich um. Wir sehen hier mal eine Nachricht von Senado Noticias, oder ich gehe gleich hier drauf. Das ist die Webseite, die offizielle Website des brasilianischen Senats. Und da sieht man, dass die eine Sondersitzung machen werden hier. Und zwar haben sie hier beschlossen, dass dass in einer Sitzung, die dann stattfinden soll, tatsächlich auch eine Sonderveranstaltung stattfindet, um den 75. Jahrestages des Welt-Ufologie-Tages zu gedenken. Und diese Gedenkveranstaltung wurde ins Leben gerufen von einem Senator, Eduardo Girão, der sich dafür eingesetzt hat. Und sie werden dort tatsächlich stundenlang sitzen und sich alles anhören, was es dazu gibt. Sie werden sich UFO-Forscher einladen. Sie werden vor allem ein Briefing erhalten über die wichtigsten UFO-Zwischenfälle in ihrem eigenen Land. Und Dirk, ich sag dir, in Brasilien, da steppt das UFO. Da gibt's unglaublich viele sensationelle Fälle, die ganz offiziell bekannt sind und unglaublich gut dokumentiert sind von meinem Kollegen AJ Ward, dem Herausgeber des brasilianischen UFO-Magazins. Und wie der Zufall so will, ist auch er derjenige, der letzten Endes dahinter steckt, dass es zu dieser Sitzung im brasilianischen Senat kommen wird. Denn er ist beauftragt worden, er ist angefragt worden von diesem Senator, sich darum zu kümmern. Was können wir von dieser Sitzung erwarten? Wie ist es dazu gekommen? Was können wir von dieser Sitzung erwarten? Welche Themen werden angesprochen und welche Auswirkungen, welche Folgen wird das haben? Darüber habe ich mit AJ Ward in einem längeren Interview gesprochen, das wir demnächst in voller Länge auch auf Exomagazin TV für unsere Abonnenten veröffentlichen werden. Aber hier schon mal ein kurzer Ausschnitt darüber, was wir in dieser Sitzung erfahren können. Bitteschön. Du hast Militärdokumente aufgedeckt, du hast Zeugen des Militärs befragt und du kämpfst seit langem für die Offenlegung von UFO-Informationen durch die Regierung. Und jetzt schmeißt plötzlich der Bundessenat deines Landes eine Geburtstagsparty zum Welt-UFO-Tag. Wie um alles in der Welt ist es dazu gekommen, AJ? To celebrate World UFO Day. How in the world did that come about, AJ? What happened? Nun, wir haben einen Senator, der sich sehr für UFOs interessiert. Er hat in der Vergangenheit selbst UFOs gesehen und kommt aus dem Bundesstaat Ceará im Nordosten Brasiliens. Er hat mich angerufen, um darüber zu sprechen. Ich war sehr überrascht, dass sich ein Senator so sehr für UFOs interessiert. Und er hat mich eingeladen, eine offizielle Anhörung im Senat, dem Bundessenat von Brasilien, über UFOs zu organisieren. Er hat es mir überlassen, das Format dieser Anhörung zu bestimmen. Das ist der Mann, Eduardo Girão.
Er ist ein sehr netter Kerl, der vor 2 Wochen bei unserer letzten Konferenz, dem 25. brasilianischen UFO-Kongress, dabei war. Und dort die Idee des Senats, über UFOs zu diskutieren, öffentlich vorgestellt hat. Und er hat mir die Entscheidung überlassen, welches Format die Konferenz haben soll und wen wir als Redner einladen. Ich habe bereits 7 brasilianische Referenten eingeladen. Mich eingerechnet sind es 8, von denen jeder einen Vortrag halten wird. Wir werden über besondere Einzelfälle in der brasilianischen Ufologie sprechen. Wir werden aber auch über internationale Ufologie sprechen. Aber unser Schwerpunkt liegt auf unserer Ufologie. Unsere Senatoren, die diese Veranstaltung verfolgen werden, müssen wissen, was in Brasilien seit den Anfängen der Ufologie vor 75 Jahren passiert ist. Die meisten Senatoren wissen zum Beispiel nicht, dass Brasilien das Land war, das offiziell zugab, dass UFOs existieren und einen außerirdischen Ursprung haben. Das passierte 1954, also 22 Jahre vor Frankreich, wo Japan gegründet wurde. Und seit 1954 wurden mehrere offizielle Programme zur Untersuchung von UFOs ins Leben gerufen. In Sao Paulo, im Nordosten, im Amazonasgebiet und im ganzen Land. Und es gibt einige sehr merkwürdige Fälle, über die unsere Luftwaffe berichtet hat, die ans Licht gekommen sind, nachdem wir vor etwa 10 Jahren die Kampagne UFOs, Informationsfreiheit jetzt gestartet haben. Als wir damit angefangen haben, nahmen wir 3 besondere Fälle bei der Air Force ins Visier. Und auf die werden wir auch in diesem Interview eingehen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch etwas mehr erfahren darüber, wie der Senator Eduardo Girau beteiligt ist, der diese Sondersitzung organisiert oder vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Girau, I don't know if I Ja, Girau. Er ist Senator des brasilianischen Bundesstaates Ceará an der nordöstlichen Küste Brasiliens. Und soweit ich weiß, ist das gar nicht so weit zum Bundesstaat Pará, wo sich ja der UFO-Fall auf der Insel Colares ereignet hat, oder? Where the UFO case of the island of Colares happened, right? Do you think that Glaubst du, das könnte etwas mit seiner Entscheidung zu tun haben, dieses Sondertreffen vorzuschlagen? This special meeting? Nein. Nein, das war es nicht, was Eduardo dazu bewogen hat, seinen Kollegen im Senat diese Idee vorzuschlagen. Zudem wurde diese Idee von 27 weiteren Senatoren unterzeichnet, die sehr daran interessiert sind, mehr über UFOs zu erfahren. Ich glaube nicht, dass die Operation Untertasse und die UFOs auf der Insel Colares im Bundesstaat Pará etwas damit zu tun haben, sondern eher mit dem allgemeinen Interesse an außerirdischem Leben, was unseren Planeten besucht. Natürlich ist man als Senator im Allgemeinen sehr gut über alles informiert. Und man wird auch über UFOs informiert, wenn man seinen Sitz im Senat einnimmt. Genauso wie die Abgeordneten im Kongress. Die beiden Parlamentskammern befinden sich übrigens im selben Gebäude.
Und die Kongressabgeordneten, etwa 580, wenn ich mich nicht irre, werden zu diesem Sondertreffen eingeladen. Will be invited to take part in this special meeting, as well Genauso wie die 80 Senatoren. senators. 27 von ihnen haben den Vorschlag bereits unterstützt. Supported this idea. And this is just incredible from the Das ist einfach unglaublich aus der Sicht eines Deutschen, wo die Regierung immer noch die bloße Existenz von realen Phänomenen leugnet, die für das Militär interessant sein könnten. Hier ist also mal der offizielle Antragsbrief von Senator Girão. Und er schreibt hier in den allerletzten Zeilen: in the very last lines he says, in view of all the In allen Betracht all dieser Dinge, ich meine, er zählt alle Entwicklungen in den USA auf, die Videos, die UFO-Behörde, die dort eingerichtet wurde. Und dann schreibt er: In Anbetracht all dessen schlage ich diese Sondersitzung vor, in der wir mehrere Forscher zu diesem Thema hören wollen, um diesem Thema, das bis vor kurzem in mehreren Ländern noch tabu war, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das ist doch ein netter kleiner Seitenhieb auf bestimmte andere Länder, auch auf Deutschland, oder? an attack on certain other countries, including Germany, right? I helped. Ich habe dieses Dokument verfasst. Er bat mich, ein paar Vorgaben für das Dokument zu erstellen, und das habe ich dann gemacht und es ihm geschickt. And they then Oh, so that's you. organized the way they wanted. Sie haben es dann so gestaltet, wie Sie es wollten, und Ihren Antrag auf Anhörung formuliert. The hearing. It's about to happen. Sie wird entweder im Mai oder im Juni stattfinden. Despite the fact that Obwohl am 24. Juni der 75. Jahrestag der Ufologie, der fliegenden Untertassen, gefeiert wird, kann es doch sein, dass die Anhörung im Mai stattfindet. it may happen in May. We still are to define the dates. When it's Es ist noch zu früh, um die Termine festzulegen, wann es für den Senator und sein Team am günstigsten ist. Okay, so you still don't know when. Okay, du weißt also noch nicht, wann sie tatsächlich stattfinden wird, aber was können wir von der Sitzung eigentlich erwarten? Du hast gesagt, dass du selbst einen Vortrag halten wirst, aber du hast auch noch 7 andere Personen eingeladen. Wer sind diese Leute und worüber wollen sie reden? Oh, there are people from Es sind Leute aus dem brasilianischen UFO-Magazin-Team, and they would talk die about über die Operation Untertasse sprechen werden. what we call the official night of UFOs. Die, wie wir es nannten, offizielle UFO-Nacht Brasiliens, 21 UFOs. bei der 21 UFOs, 21 UFOs, jedes mit einem Durchmesser von 100 Metern, diameter, were 2 bis 3 Stunden lang über der südöstlichen Region Brasiliens von unseren Jets gejagt wurden. region of Brazil, including Auch über Rio und Sao Paulo. São Paulo. They would talk Sie werden über about die Suche nach Indianern sprechen, for Indians die im Bundesstaat Acre von Außerirdischen besucht wurden. extraterrestrials in the state of Acre, and these have been confirmed by federal police. Das wurde von der Bundespolizei bestätigt, die zusammen mit einigen Indianerschutzbehörden für die Überwachung der Stämme im gesamten brasilianischen Territorium zuständig ist. to oversee the tribes in all territory of Brazil. And we would talk about the evidence. Außerdem werden wir über die Beweise für die Existenz von UFOs sprechen, wie Landspuren, Kornkreise und so weiter. etc. Plus abduction. Auch Entführungen werden ein Thema sein, das bei dieser Anhörung behandelt wird. Considered in this hearing. But unfortunately, Leider ist die Zeit begrenzt und jeder von uns wird etwa 15 bis 20 Minuten Zeit haben, um zu sprechen. 15 to 20 minutes to talk. And then the public, Außerdem wird die Öffentlichkeit eingeladen, bei der Anhörung dabei zu sein, die auch im Fernsehen übertragen wird. Die Öffentlichkeit kann dabei Fragen stellen und die Senatoren und Kongressabgeordneten können auch Fragen stellen, die wir beantworten werden. we would talk about the images as well. Wir werden auch über die Bilder sprechen, zum Beispiel über die Aufnahmen, die aus den USA kommen, oder über die Aufnahmen, die in Brasilien gemacht wurden.
Wir werden also über eine Vielzahl von Beweisen für UFOs sprechen, über ihre Besuche auf unserem Planeten und insbesondere in Brasilien. Soweit AJJ Ward, muito obrigado. Ein sensationeller Kollege, muss ich sagen. Der ist seit Jahrzehnten unterwegs und kümmert sich um die UFOs und der hat in seinem Land extrem viel bewegt und es gibt offenbar extrem viele Informationen da in den Militärarchiven und die allermeisten sind noch nicht öffentlich. Dirk, was sagst du dazu? Wie wäre es, wenn wir sowas brauchen wir mal so ein bisschen Samba im Deutschen Bundestag? Das wollte ich gerade sagen. Du nimmst mir quasi die Gedanken aus dem Gehirn. Ja, das eine ist, dass ich denke, du solltest dahin. Also das heißt, oder wenn es einen Online-Zugang gibt, auf jeden Fall sollten wir uns das anhören. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und man kann eigentlich sagen, bei uns würde sich die Situation ändern in dem Moment, wo du, vielleicht auch wir, ein Briefing machen würden für Leute im Bundestag, wie die Situation eigentlich ist. Also das wäre ja quasi so eine Art Gradmesser, ein Zeigerausschlag, ob man sich damit beschäftigt, wer sollte das in Deutschland machen. Das wärst du, das wäre vielleicht noch der Kollege von Grenzwissenschaft aktuell, vielleicht Leute von MUFON oder sowas, aber du bist nun mal der ja auch zum Beispiel in der Doku aufgetaucht ist. Das heißt, erst in dem Moment, wo man merken würde, dass man angefragt wird und sagt, können Sie uns doch mal und oder auch wenn gesagt würde, wir möchten das nicht so an die große Glocke hängen, aber machen Sie doch mal ein Briefing für uns, ja. Dann würde man merken, dass man in etwa in die Richtung geht, dass man sich vernünftig drüber unterhalten kann. Und Brasilien, die Schwellenländer sind uns weit voraus, Ende. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Vielleicht sind sie uns auch deshalb voraus, weil sie halt keine geheimen Militärprojekte am Laufen haben, ja. Das ist eben der Punkt dabei. Brasilien ist so wichtig in Südamerika und ist ja auch eines der Länder, die von dem man weiß, dass sie in der Lage wären, sich mit Atomwaffen zu beschäftigen und so weiter. Also Brasilien hat eine eigene Luftfahrtindustrie, die stellen Flugzeuge her, die international verkauft werden. Also das sind Leute, die auf einem Niveau arbeiten. Das ist nicht so, dass dort dass es um Ackerbau, um Viehzuchtparlament geht. Da ist eine ganze Menge Sao Paulo als Industriestadt. Also jeder, der in den letzten 20 Jahren da gewesen ist, weiß, was dort los ist. Also das ist einfach, die Haltung ist eine andere. Das gilt ja genauso eigentlich für Chile, Argentinien. Dass die Haltung in Südamerika zu diesem Thema ist anders. Und es ist wirklich so, dass wir haben es mehrfach gesagt, wir sind ganz am Ende der Vernünftigkeitsskala. Es geht ja wirklich darum, sich rational damit zu beschäftigen. Also nicht im Sinne von, wir versammeln uns ums Teestöfchen und fassen uns an den Händen und überlegen uns, wie wir durch Meditation näher an die Außerirdischen rankommen. Es geht ja doch um relevante Sachen, wie wir auch die ganze Zeit gezeigt haben, um Sicherheitsfragen. Ich verstehe es nicht, dass in der Bundeswehr keine Leute sind, die sich damit beschäftigen wollen, was da in ihrem Luftraum los ist. Das ist die Minimumvoraussetzung. Ja, das glaube ich halt nicht. Das nehme ich einfach nicht ab, dass sich da keiner dafür interessiert in Deutschland, auch wenn die das noch so oft sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch bei der NATO dürfte das ganze Thema natürlich ganz oben auf der Liste stehen und selbstverständlich geheim gehalten werden. Also, das ist wichtig, allerdings aber auch für uns, nicht nur aus sicherheitstechnischer Sicht, sondern auch für uns, dass wir das erfahren, weil nämlich gerade dieses Thema uns zeigt, wie dass es offenbar da noch mehr mit unserer Realität auf sich hat, als uns bis jetzt so erzählt worden ist. Und deswegen denke ich, ist es eben auch so schwierig, dass die Leute sich damit beschäftigen in der Politik, denn sie schießen sich da damit selber ins Bein, ja, also in mehrfacher Hinsicht. Denn wer wird noch auf die Politiker hören, wenn es da weit fortgeschrittene Aliens gibt? Und wie ist es eigentlich mit der Realität an sich? Wie ist die überhaupt beschaffen? Da ist ja gerade das UFO-Phänomen mit diesen krassen Flugmanövern, die gegen die Masseträgheitsgesetze, gegen alle unsere bekannten Technologien und so weiter zu verstoßen scheinen, der Wink mit dem Zaunpfahl, dass da noch mehr ist. Und ich denke, es ist auch vor allem für uns als Menschen wichtig, einfach zu wissen, wie die Realität wirklich beschaffen ist. Das UFO-Phänomen könnte der Schlüssel dafür sein. Und ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass wir mehr darüber erfahren und dass wir ganz ernsthaft darüber reden, jenseits von Denkverboten. Ganz wichtig, denn das Thema ist viel zu lange tabu.
gewesen. Das haben die ja sogar die Amerikaner in ihrem Bericht hier gesagt, selbst so, ja, ausgerechnet die Amerikaner, die es immer so tabu gemacht haben, über Jahrzehnte mit ihren Geheimdienstaktionen. So, also das ist das, was wir in der nächsten Hälfte, wahrscheinlich eher 2/3 der Sendung jetzt noch vorhaben. Denn wir haben noch jede Menge Dinge, über die wir berichten wollen. Unter anderem reden wir über neue UFO-Fälle, die aus Kanada bekannt geworden sind. Wir reden über sensationelle, muss ich wirklich sagen, sensationelle militärische Nahbegegnungen, die aus Russland bekannt geworden sind. Das ist eine Sache, die nirgendwo berichtet wurde. Eine Information, die ich auch bekommen habe von einem Mitarbeiter der Universität in Kiew, die beschlossen haben, diese Sachen jetzt an Kollegen weiterzuleiten und möglichst halt zu digitalisieren, ihre Akten, die sie dazu haben, eben aus dem Grund, dass sie befürchtet haben, dass ihr Archiv an der Universität Kiew durch den russischen Angriff physisch vernichtet wird. Und auf diesem Weg erfahren wir jetzt also wirklich sensationelle Zwischenfälle, auf die sich niemand einen Reim machen kann. Außerdem reden wir über diesen mysteriösen Erfinder, der für die US-Marine Patente eingereicht hat. Da geht es um Antigravitation, um freie Energie, um Lichtkugeln, um Drohnen, um alles Mögliche. Und der hat jetzt also zum ersten Mal ein Interview gegeben, was steckt dahinter, aber vor allem werden wir über die seltsamen Lichtkugeln reden, mit denen wir unsere Sendung begonnen haben und hinter denen viel mehr steckt, als wir von diesem harmlos erscheinenden Wort Lichtkugeln, Lichtbälle erahnen können. Ich hatte schon gesagt, es geht um handgreifliche, handfeste, nachweisbare biologische Schäden, die entstanden sind durch solche Lichtkugeln. Es geht aber auch um Botschaften, die von diesen Lichtkugeln gegeben worden sind, offenbar, und wie sich das Ganze durch die Geschichte zieht. Wir werden sehen, das ist ein Schlüsselthema, diese Sache mit den Lichtkugeln. Das ist mindestens, wenn nicht sogar noch bedeutsamer als das, was wir unter dem UFO-Phänomen verstehen. Also das ist das mit den Lichtkugeln. Guckt euch das an. Ich habe lange dazu recherchiert. Ich bin selber völlig baff, was ich dazu rausgefunden habe. Aber all das nur für Abonnenten von Exo Magazin TV, für zahlende Abonnenten, denn wir müssen ja auch unsere Rechnungen bezahlen. Guckt auf unserer Webseite vorbei, Exo Magazin TV, da gibt's hunderte Videos, exklusive Videos, die ihr nirgendwo sonst findet, Interviews mit Experten, die es im deutschsprachigen Raum nirgendwo gibt, und viele exklusive Sachen. Dirk, du wolltest noch was sagen? Nee, ich wollte sagen, das war ja auch, als wir in die Recherche reingehen, es gibt so Kopfklatschmomente, ja, so, ach du, dass ich da vorher nicht drauf gekommen bin, ja, das, also kann man versprechen. Es ist wirklich interessant. Also es ist sensationell, muss ich wirklich sagen, aber für alle auf YouTube ist jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr habt euch darüber gefreut, dass es eine lange, kostenlose Erstkontaktsendung für euch gegeben habt, und wenn ihr Lust habt auf mehr, schaut bei uns vorbei auf Exo Magazin TV. Bis bald.